Hallo ihr lieben Kreativen, willkommen auf meinem Kanal Mellies Moments, willkommen in meiner kreativen Welt. Ja, manchmal hat man nicht so wirklich einen Plan, was möchte man eigentlich machen, und dann hilft es gerade auch für alle Anfänger einfach mal so ein paar Formen aufs Blatt zu bringen. In diesem Fall habe ich heute mich für Quadrate und Rechtecke entschieden und die sind nicht akkurat, wie ihr seht. Ich male das hier locker flockig aus dem Handgelenk. Ihr könnt das natürlich genauso mit Kreisen machen, mit Ovalen, mit Formen jeglicher Art, mit Dreiecken. Und ja, hier hatte ich einfach Lust, so ein bisschen in diesen Farben zu spielen. Wir hatten hier einen super schönen Sonnenuntergang und der war mit diesen Orangefarben abends, und dann ging das über so ein bisschen in die Dunkelheit und dieser Gelbton. Ja, da hatte ich Lust drauf. Und deshalb ist das heute so einfach schlicht und weg, kurz weg hier hingemalt mit diesen Tönen. Ich habe hier verschiedene Cremetöne, Orangetöne, Gelbtöne genutzt und dann hinterher noch ein granulierendes Braun hineingesetzt, was ich habe. Und dann wird das, wenn es getrocknet ist, noch ein bisschen verdudelt. In dem Fall heute nicht mit schwarzen Feinlinern, das war mir dann zu krass, sondern ich habe einfach einen dunkelbraunen Buntstift genommen und noch ein paar andere gelblich-orangige Buntstifte und noch einen weißen Posca-Pen, und dann war es das. Dann kommt noch ein bisschen Gold ins Spiel, ein Vintage-Gold von Victoria von VH Aquarell. Ja, und daraus wird heute dieses Bildchen hier entstehen. So, das kommt hier jetzt rein, dieses Vintage. Entschuldigung, das ist dieses granulierende Braun und später noch das Vintage Gold. Ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zuschauen. Ja, das Ganze ist nun sehr schön getrocknet. Es haben sich ein paar schöne Grenzen entwickelt, mit denen man immer toll arbeiten kann bei solchen Doodle-Bildern. Und ja, ich habe mich dazu entschlossen, da ja hier alles recht quadratisch und rechteckig ist, auch in dieser Art von Dudelei zu bleiben, sprich sehr viel mit Strichen, mit eckigen Formen, hier auch mit diesen Spiralen, die kann man ja in rund machen, und aber auch in eckig, und es sieht immer super schön aus. Das passt ganz gut dann zu dieser Art von Grundform, die ich da habe. Ja, ich arbeite hier mit einem dunkelbraunen Buntstift, Entschuldigung, kein Bleistift, ein Buntstift. Mir war ein schwarzer Feinliner ein bisschen zu krass für dieses Bild. Ne? Ich wollte das nicht so ganz harte, krasse Gegensätze haben, sondern ein bisschen das Ganze passig machen. Ja, und jetzt fange ich einfach an und ja, gucke, was gibt mir das vor. Wichtig sind auch so ein paar verbindende Elemente, so wie hier, ne? Linien, die in andere Fächer reinragen und das Ganze dann ein bisschen miteinander verbinden. Auch hier, ne, so Brückenstriche sind immer schön bei solchen Malereien. Ja, und jetzt fange ich an und wie gesagt, ich grenze hier ein bisschen ab. Dann kommt gleich noch das Vintage Gold von Victoria von VH Aquarell in Einsatz. Da mache ich noch ein paar Highlights rein und ja, schaut einfach gerne zu, wer mag, und wir hören uns am Ende dann wieder.
Ja, hier kommt jetzt noch mal ein weißer Unibold Signo in Einsatz. Ne? Mir hat ein bisschen noch ein Kontrast gefehlt und dafür ist er super gut. Für alle Anfänger unter euch, die Probleme haben, ihr dürft diese Art von Stift nicht sehr doll aufdrücken. Der muss ganz zart über das Papier rollen und dann funktioniert er auch gut. Auf diesen dunkelbraunen Flächen ist es manchmal etwas schwierig. Das ist eine granulierende Farbe und granulierende Farben setzen sich gerne in diesen Minen ab, vorne an der Kugel, und dann wird es manchmal etwas schwer. Die muss man dann zwischendurch mal wieder auf dem normalen Papier sauber machen und dann funktioniert das auch. Also wie gesagt, sehr wichtig, einfach nicht so doll drücken. Die müssen ganz zart über dieses Papier gleiten. Ja, und dann hat mir immer noch das nicht so ganz gefallen und jetzt fange ich an und setze hier mit farblich passenden Buntstiften so ein paar Schatten hinein und dann wird es rund, dann wird es für mich so, wie es mir gefällt am Ende. Ich verziehe das dann nochmal so ein bisschen mit meinem Papierstift, den ich habe. Da kann man das, wäre schön mit verwischen. Das ist leider, habe ich nicht aufgenommen, aber das macht diese ganzen Farbflächen ein bisschen sanfter. Und ja, hier und da setze ich jetzt, wie gesagt, dieses Orange noch rein und dann gleich nochmal ein Goldgelb. Und dann wird es richtig rund. Das ist so das, was mir gefehlt hat. Die Kleinigkeit, die es dann perfekt macht.
Ja, so langsam komme ich dem Ende zu. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr habt ein bisschen kreativen Input bekommen für eure nächste werkliche Tätigkeit, euer nächstes Bild, was ihr macht. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen da, abonniert meinen Kanal. Über nette Rückmeldungen freue ich mich auch immer sehr. Und ja, seid kreativ, tobt euch aus und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Melanie.